Willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, dieser komische maskierte Typ ist Sherlock Holmes. Wir sollen zu Kurt Manchios Anwesen, das ist irgendwo hier. Und da machen wir uns jetzt direkt auf den Weg, denn das ist jetzt mehr oder weniger die Hauptquest. Ich habe jetzt keine weitere Nebenquest mehr, glaube ich, meine ich. Look, the cutest thing you'll see all day. Hamlet staged by children. Aha, neuer Fall. Sein oder nicht sein. Schon haben wir einen anderen Fall. Das ist ja schön. Da würde ich mal trotzdem sagen, wir machen trotzdem erstmal Opferlamm, also unsere Hauptquest. Und dann können wir dann immer noch sein oder nicht sein machen. Ja, ne, gerade noch gesagt, ja, ne, Nebenquest haben wir nicht mehr, ne? Ist ja gut. Jo. Kannst mal sehen. So schnell hast du nochmal einen Fall. Also ich bin wirklich der Überzeugung, ich werde wohl nicht diese Schatzsuch-Quest-Dinger machen. Ich bin ja nicht der Mega-Fan von, habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Ich glaube, ich werde sie tatsächlich links liegen lassen. Außer ich werde jetzt hier irgendwie noch einen davon finden oder sowas. Also per se würde ich sagen so, nee. Warte, ich hätte hier abbiegen müssen irgendwo. Aber hier hoch? Ich weiß nicht. Da ist ja diese Abtei. Musik, die hier immer abbricht, ne? Das hier ist das Ding, wo ich rein muss? Ich weiß nicht. Sieht festlich aus. Mr. Manchios Anwesen. Die tragen alle Masken. Ich glaube, hier bin ich richtig. Und muss ich noch irgendwie einen anderen Anzug tragen oder so? Ich kann mich ja so reinsetzen. Ich glaube, das ist von der Etikette her angenehm. I'm so sorry, but this is a costume party. I'm so sorry, but this is a costume party. Und was fehlt mir dann? Ach so, Fürst der Finsternis. Sag das doch. Sag doch, dass ich auch Welcome, was sir. I do hope you enjoy Passendes yourself. hab. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Es tut mir leid. Ich dachte, ich habe nur die Maske gekriegt. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. What if I write an article about these people here? Can you help me gather information about Cordona's elite? My goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, The John, wine it's vapours from definitely here not will be blood, enough just to get me wine. tipsy. Gehors, I I hope. guess. Es ist nur Wein, hoffentlich. Hallo, Lady. You have such pretty hands. What can you do with them? Das kann ich dir gerne zeigen. Hey, handsome. I see that look in your eyes. Aha, I'm so excited about the event. okay. Komische Leute hier. Obszöne Bilder gibt es auch noch dazu. Weil ich deswegen jetzt nicht auf YouTube gesperrt werde. Guck mal, das Bild, das kennen wir. Gogol's gallery has a backer, I see. Ist hier hinten irgendwie was Tolles? Gibt's hier was umsonst? Weitere komische Bilder. Noch mehr komische Bilder. Hey John, hey! John hatte auch ein bisschen Ich-Zeit. Manchios had to enforce the masks. Was? Mehr über den Skandal erfahren, der dazu geführt hat, dass die Gäste Masken tragen müssen. Diplomatische Krise. Nach Vorfall entlassen. Verlobter hat betrogen, Herzogin bloßgestellt. Okay. Gäste sprachen von einem Skandal während eines der früheren Feste. Vizegouverneur Kauden wurde damals von seiner Gattin in Spee, einer preußischen Herzogin, mit einigen jungen Männern erwischt.
Auch wenn die geplante Hochzeit aus politischen Beweggründen arrangiert worden war, schienen die Gefühle der Herzogin durchaus echt zu sein. Der Vorfall sorgte für eine diplomatische Krise zwischen Kodona und Preußen. Obwohl letztendlich nur einige Protestschreiben ausgetauscht wurden, entließ der Gouverneur seinen Stellvertreter. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. One more piece and I can expose these base hedonists. Aha. Warte. Hier. Also mehr Klatsch und Tratsch, ja? Ob ich das schaffe? Ich weiß ja nicht. Hallo, Lady. Wanna go somewhere more private? Nicht jetzt, vielleicht später. Oh, hey, handsome. Aha. I see that look in your eyes. Den Look in mein Eis. Alles klar. Hm. Do you know anything about this? No, I've never heard of it. But I can Wollte ich auch help gar you nicht so. with something else. Sonst kann ich hier gerade nicht mit dir reden. Hier, wie hieß noch der blinde Pianist? Do not distract me. It's not easy to play blindfolded. Naja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Wenn du Stücke tatsächlich gut kannst, kannst du die auch blind spielen. Definitiv. Curtains do not guarantee privacy. Aha. And you I'm still need coming, a crack Sherry. despite being Just- Ich lasse ihn immer Give nicht me zu Ende another reden. Was ist second. heute los mit mir? Don't act like you haven't thought about it, darling. Aha. Okay. Was gibt's One hier? of these books must open a secret passage. I know it. Okay, wenn John das sagt, dann wird das stimmen. Oh. well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. Okay. Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? Naja, weil ist so. Romantic poetry and prose. Someone's in touch with their feelings. These medieval botany and chemistry books look even more satanic than the occult ones. Okay. Gibt's hier noch irgendwie Bücher, die ich angucken kann? Nee. Dann gucken wir nochmal hier, was hier noch so abgeht. Want to go somewhere private? Nicht jetzt, vielleicht später. Do you know what was here before? Mehr über gruselige Geschichten des Anwesens in Erfahrung bringen. Erzähl mal. Architekt und Okkultist. Mysteriöse Weise verschwunden und magische Kreise. Das Grundstück des Anwesens gehörte der Manchius-Familie, einem Architekten und Okkultisten. Dieser hatte sein Leben der Durchführung eines Rituals aus einem uralten Buch gewidmet. Doch die gewöhnlichen magischen Kreise stellten sich als zu schwach dafür heraus. Aus diesem Grund baute er dieses Herrenhaus. Betrachtet man es genauer, kann man erkennen, dass seine Formen bestimmten magischen Symbolen entsprechen. Zudem sind in einigen Wänden Hohlräume zu finden. Eines Tages war der Architekt jedoch einfach verschwunden. Einzig ein Häufchen Asche auf dem Boden war von ihm zurückgeblieben. Vielleicht hatte er mit seinem Ritual ja doch Erfolg. I'll pin them down with this scoop. Thank you, Sherlock. Ja, bitte? Ich weiß ja nicht. Hier ist der Ausgang quasi, ne? Hey John, ich rede mit dir. Er macht nichts. Ist kaputt. John ist kaputt. John ist kaputt? Enjoy the event, sir. Okay. Kann ich jetzt hier auch Wein nehmen oder so? Nein? Ich meine, gut, das wäre eh nicht Sherlocks Interesse, aber trotzdem. Sherlock! Friend! I wasn't sure you'd come. Dass er mich so erkennt. Werner, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it.
Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. Huh. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. Time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, and something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. Das wäre fahrlässig. Das wäre sinnlos. Jo. My mind already operates at a far higher level than most. I struggle to believe anything could improve it. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. Pfft, that's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next, visit the victims, ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. Ich brauche das Getränk nicht, ich möchte das Getränk untersuchen. If this solution truly does assist with thinking, then well, perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me. Genau. Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Okay. Let Fabio speak for himself. Altarraum. Was für eine Art von Altarraum soll denn das sein? Und wo hat er jetzt gesagt, ist die Tür? Die sehe? Ja, das sieht gut aus. Ach, ey. Okay. Guten Tag, ich bin der Neue. Oh shit. Das sieht nach Mord aus. Ein Opferritual. My God. Was he here this whole time? Okay. So, was haben wir denn da? Wir haben auf jeden Fall hier irgend so einen coolen Schmetterling. Da sind auch was tätowieren überdeckt das This Larven. crude tattoo partially covers his slave branding. Okay. Hier die Klinge. Smaragdklinge oder sowas. Nee, da sind nur Smaragde dran. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. Da muss auch so ein Drache This dran. golden handle has a bloodstain on it. Er hat hier mal mit blutigen Fingern das Ding benutzt. The wound is deep. A precise strike reached the heart. Und das hier ist auch ein Brandzeichen, ne?
This worm-like sigil has been drawn with his own blood. Achso, es wurde einfach nur mit Blut gemalt. Das sieht von der Textur her... Also ich möchte auch nochmal anmerken, ne, wie gut das Spiel grafisch tatsächlich auch aussieht. Ne? Allein bei Sherlocks komischer Porzellanmaske da. Diese feinen Porzellanrisse, was Porzellan halt manchmal so hat. Das ist schon nicht schlecht für so ein, ich sag mal, kleineres Entwicklerstudio, Schrägstrich, Publisher. So, Kopf hat er auch irgendwas? A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. Okay. Da schüttelt er einfach nur mit dem Kopf. Du kannst nicht fassen. Ist hier noch irgendwie was? Das ist nur die... Das da an der Wand kann ich nicht anschauen. Das war's. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died right here. Okay. Können schon mit dem Gedankenspiel irgendwas machen, aber ich mach's jetzt erstmal noch nicht. This elaborate box must be for the ritual dagger. Was hier? The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. Ich mag Salberbonbons. This oil has a slight aroma of flowers and olive. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. Aha. Sachen gibt's. Und Sachen weiß Sherlock, der Wahnsinn. This one looks like a twisted symbol of Venus, drawn in a hurry. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. Ja, für männlich und weiblich. Ne, auch ein bisschen benannt nach den Planeten oder halt auch altrömischen Göttern und. So, deswegen halt auch, ne? Männlein, Weiblein. Alle sind eins. Ach, guck mal, was machst du denn jetzt hier? Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Pull yourself together, Werner. Okay. Bezüglich Abenden wie diesen. What is it about these nights that you were so eager to share with me? Well, they're not always in the evenings, but they are in the shadows. People gather to test their boundaries in a safe and consensual atmosphere. Often with more stains than your typical crime scene. But that is the point. Who are we to judge? I suppose that's fair. What about today, then? Was anything different? Well, I was invited as a special guest. It was supposed to be a time of both divine and carnal pleasures. A scratch for every unconventional itch. I imagine you're reeling from your shattered expectations. On the contrary, there is still spectacle, stimulation, and release, merely in a different form. I like to let life entertain me. Or death. Und wer ist Mr. Manchios? Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. Die Polizei weiß von nichts? The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. Wie haben Sie die Leiche gefunden? How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life.
And the rehearsal was unsuccessful? Huh. Who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... Filling time? Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Okay, kannten Sie das Opfer? Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. Erzählen Sie mir vom Ritual. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil, not this travesty that seems straight out the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. War die Tür auf? When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. Okay. Gut. Also wir haben jetzt ein paar Hinweise. Und wir müssen die Matista definitiv finden. Wo auch immer die ist. Für mich bist du ja die Hauptverdächtige. Warum auch immer. Vielleicht, weil sie nicht getötet werden wollte oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vielleicht hatte sie auch einen Streit mit Fabio. Ich hab doch keine Ahnung. Ja. Jo. Nichtsdestotrotz gucken wir uns das hier an. In der nächsten Folge von Sherlock Holmes Chapter 1. Kann ich eigentlich meine Maske jetzt ausziehen? Nein. Ja, dann gucken wir mal, wie uns das hier alles noch irgendwie weiterbringt. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.